Willkommen zu Vlog Nummer 4. Hinter mir sieht man es, die Freiheitsstatue. Es regnet zwar heute, aber wir schauen uns diese hier an, die Dame. Wir werden uns auch Ellis Island anschauen und mit dem geilsten Museum, das ich bisher hier gesehen habe, auch dem einzigen. Und wir werden noch einiges mehr machen und einige Fastfood-Restaurants testen. Ich hoffe, ihr habt Bock. Das letzte Video startet jetzt. Tag Nummer 4? Ist das schon 4? Ja, ne? Tag Nummer 4. Es ist früh, Leute. Wir werden jetzt los, denn wir werden heute Ellis Island und the Statue of Liberty machen. Dafür haben wir ein bisschen Geld ausgegeben, um so ein bisschen die beiden Dinge abzugrasen. Vor allem, dass Ellis Island so richtig cool sein mit einem geilen Museum. Mike aus dem Off, erzähl mal, was wir heute noch so machen. Ich mache mich schon mal auf den Weg. Ich bin Mike, Food-Connoisseur, Geschichtsfreak und Reiseliebhaber. Und in Teil 4 unseres Vlogs, nachdem wir Manhattan, Brooklyn und so viele schon gesehen haben, werden wir uns jetzt ein bisschen mit der Geschichte der Stadt befassen. Und zwar 2 Inseln vor Manhattan. Ellis Island und die Einwanderer im 19. Jahrhundert sowie der großen grünen Dame, die eigentlich gar nicht so grün sein sollte. Naja, und wir werden auch noch einiges an Fastfood testen. Wir sind jetzt im Liberty State Park, der ist auf der Seite von Jersey City, weil das ist ja unser Airbnb. Man kann von beiden Seiten ran, Manhattan und Jersey City. Kostet übrigens $25 die Fähre. Man bringt viel Wartezeit mit, weil hier kann man echt richtig lange warten. Die Seite von Jersey City ist wahrscheinlich besser zum Reinkommen, wenn ihr hier seid, weil weniger los, ne? Weil da nicht die ganzen Leute von Manhattan kommen. Man kann aber von der anderen Seite rein. Das Coole ist, man kann auch von der anderen Seite nachher wieder raus, egal wo man eingestiegen ist. Heißt, nachher können wir schön nach Manhattan rein. Alles klar, ich zeige euch jetzt hier ein paar Highlights, weil der Park gar nicht mal so schlecht aussieht. Und dann gehen wir mal rein und gucken, wie wir zu Ellis Island kommen. Die Eingangshalle ist schon richtig geil, weil das war der ehemalige Bahnhof von New Jersey, also Jersey City. Man sieht so noch die richtig alten Hallen, da oben steht es auch noch To the Trains. Und mittlerweile ist natürlich von der Natur ein bisschen wieder zurückgekämpft. Gerade in den 20er und 30er Jahren, also zur Hochzeit von Ellis Island, sind hier 2/3 aller Passagiere, die jemals in Ellis Island angekommen sind, durchgeschleust worden. Das war ein Kopfbahnhof, der irgendwann dann hier also, naja, nicht mehr benutzt wurde. Ja, sieht ganz cool aus. Ihr merkt's, ich bin low energy, denn es gab mal wieder kein Frühstück vor diesem Trip. Aber für euch schneide ich noch eins dazwischen, damit ihr Hunger bekommt auf Bagels aus New York. Da wir ja gerade auf dem Weg sind zu Ellis Island und nicht frühstücken konnten, schneide ich euch mein letztes Frühstück hier rein vom letzten Tag, wo ich eigentlich nicht mehr mitfilmen wollte. Für euch habe ich aber noch mal einen guten Bagelladen rausgesucht. Der ist auf vielen Listen ganz oben. Ich bin gespannt, wie es wird. Das Coole ist, der ist auch ganz nah am Macy's. Also wenn ihr da shoppen gehen wolltet, könnt ihr das gleich verbinden mit einem Bagel und euch noch den Madison Square Garden angucken. Erste Bagel, hatte richtig gute Bagel. Die Bagels sind fluffig von innen, leicht knusprig von außen, eben wie Bagel sein sollten. Der Everything Bagel ist auch nicht zu salzig. Dazu richtig gut belegt. Ich habe mir noch einen zweiten geholt und die haben auch noch ganz andere Sachen da, so wie Blueberry Muffins und Co. Und man kann sich einfach auch so Bagels holen, wenn man eben nicht belegte haben möchte. Das Coole ist, die machen die auch selbst da wieder direkt vor einem. Die haben da so einen riesigen Topf, wo die drin geboilt werden am Ende. Empfehlung. Alles klar, das ist das Stichwort. Es geht zurück zur Ellis Island Tour. Wo waren wir nochmal? Step 1 geschafft. Wir sind durch den Security Check. Das ist wie ein Flughafencheck, ne? Also gerade zu Hochzeiten hier kann das schon einige Zeit in Anspruch nehmen. Und einige meinten auch, das Gute ist, wir haben nämlich Regen, deswegen ist hier nicht so viel los. Wenn richtig viel los ist, dass das dann einfach schon 1-2 Stunden Verzögerung kommen kann. Heißt erstens, kommt früh. Heißt zweitens, kommt vielleicht nicht an Wochenenden wie wir, beziehungsweise nur dann, wenn schlechtes Wetter ist. Und drittens heißt es, bringt Zeit mit und plant nicht zu viel an dem Tag ein, falls alles länger dauert. Ihr wollt ja eh nicht so durchgetaktet sein, wobei wir waren ja auch durchgetaktet.
sehr durchgetaktet, aber dann könnt ihr das ein bisschen genießen hier, ne? Weil ich bin schon ein bisschen gespannt. Diese ganze Immigration-Kultur ist schon cool. Wenn auch sehr hart, ne? Also hier wurden Leute sehr hart detained, beziehungsweise wie sie hier festgehalten wurden, ist vielleicht nicht immer cool gewesen. Tipp auch an dieser Stelle, gerade wenn ihr von der Manhattan-Seite kommt und am Battery Park seid, da gibt es unsäglich viele Leute, die einem eine Ellis Island Tour verkaufen wollen. Es gibt aber nur einen Anbieter, der das wirklich darf, den Namen schreibe ich immer unten hier rein, weil die anderen sind alle von nur Scam. Deswegen passt besser auf, wo ihr hingeht und wo ihr eure Tickets holt. Am besten holt ihr sie online wie wir, dann habt ihr gleich schon ein Reserve-Ticket und müsst nicht mehr so lange anstehen und Co., wenn hier viel los ist. Macht's einfacher. Wir sind übrigens in der Nebensaison, also Anfang Mai hier und hatten echt viel Raum und Platz. Nix überfüllt, nirgends richtig anstehen, läuft. So, wir sind auf Ellis Island angekommen. Hier sieht man diese riesige Eingangshalle, die aus Stein ist, also sehr fest ist, weil hier 1897 oder so ein riesiger Brand war, das Ding abgebrannt hat komplett und deswegen haben sie es dann neuer gebaut. Hier ist auch das National Museum of Immigration. Das werden wir uns jetzt angucken. Die Fähre fährt alle 20 Minuten, alle 40 Minuten nachher weiter zur Statue of Liberty. Wenn ihr früh so seid wie wir, empfehle ich euch, geht wahrscheinlich erstmal ins Museum rein. Dann ist es nicht so überfüllt, weil die Statue of Liberty ist wahrscheinlich einfacher zu sehen. Ja. Selbst ist ja vor allen Dingen wichtig für die Immigrationsgeschichte ab 1892, also nachdem es hier aufgebaut wurde. Vorher gab es natürlich auch sehr viele Immigranten, aber das sozusagen, man hat dann so viele gehabt, dadurch, dass in den 1890er Jahren in Europa sehr viel passiert ist, Hungersnöte, Kriege, sind hier sehr, sehr viele Leute hingekommen und auch Glaubensunterdrückung, obviously. Und das hat man dann versucht zu kanalisieren, indem man gesagt hat, hier kommen eh die meisten an, ne? Manhattan ist so der erste Punkt nach Europa mit den Schiffen, damals gab es noch keine Flugzeuge. Wir packen die auf die Insel, Ellis Island, und dann können wir die abchecken. Wichtig aber auch ist, das war nicht für jeden, ne? Also die Personen, die ein erste oder ein zweite Klasse-Ticket hatten und nicht krank waren, die mussten eben nicht hier zur Quarantäne hin, die mussten sich eben nicht hier checken lassen, weil man geglaubt hat, beziehungsweise gesagt hat, wenn die sich so ein Ticket leisten können, dann können die ja auch safe machen die kein Problem für die USA. Deswegen waren es vor allem die ärmere Bevölkerung, die hier malträtiert wurde und vor allen Dingen sehr lange warten musste. Typisch Klassengesellschaft des 20. Jahrhunderts. Kaum ein Unterschied zu heute. Schade. Eben im National Monument ist es natürlich auch for free ins Museum zu gehen. Ihr müsst also nur für die Fähre bezahlen erstmal. Das Museum ist aufgeteilt in 3 Teile. Die Vorgeschichte vor Ellis Island von 1550 an sozusagen, ne? Die postkolumbianische Zeit. Dann die Ellis Island Zeit und wie Immigration danach funktioniert hat. Also echt viel ausführlicher als gedacht. Menschen, Geschichten, selbst wie die Insel ausgebaut wurde, erfährt man hier. Einmal durchs Museum gehen und am Ende ist man Immigrationsgeschichtsexperte und das ganz ohne Führung. Geil, hier geht es ja auch um die Iren, die in den 1840er, 1850er Jahren hingekommen sind, nach der Great Famine. Für mich super interessant, weil falls ihr mein Irland-Video gesehen habt, da habe ich ja schon über die Great Famine geredet, also sozusagen die Emigration-Welle. Und hier ist dann sozusagen das Gegenteil, die Immigration-Welle, sozusagen den Counterpart dazu. Natürlich ist das auch für Deutsche sehr interessant. Immerhin bilden wir die größte Einwanderungsgruppe des 19. und 20. Jahrhunderts. Deutsch sieht und hört man also überall. Wir sind jetzt eine Etage höher gegangen und das ist der Registry Room, heißt, hier hat man sich angemeldet. Das ist eine sehr imposante Halle. Natürlich war die damals wahrscheinlich voll von Menschen. Jetzt ist sie leer und hat nur 2 riesige amerikanische Flaggen hier hängen. Man kann sich aber vorstellen, wie die Menschen damals, wenn sie ja aus Not, Armut, Hunger und Co. Hier hingeflohen sind nach Amerika. Also es ist ja nicht immer so, hey, cooles Leben in Amerika, deswegen gehe ich hin, sondern es ging denen sehr schlecht in ihrer Heimat. Und dann bist du wochenlang auf einem Boot gewesen und hast dann teilweise in den untersten Klassen aufeinander geschlafen, untereinander geschlafen und gehungert. Und dann kommst du hier an, in Amerika, finally, in diese Halle und siehst diese imposante Halle und freust dich erstmal, aber gleichzeitig weißt du auch, hier kann sich noch vieles entscheiden und kann auch bedeuten, dass ich hier wochenlang bleiben muss, beziehungsweise gar nicht reinkomme. Beim Seitengang, wenn man da weiter durchgeht, lernt man auch dann eben mehr darüber, dass dieses Immigration Center hier eben nicht nur gebaut wurde, um zu checken, hey, darfst du rein, hast du genug Geld und Co., sondern auch um eben Personen in Quarantäne zu stecken. Hier gab es ein großes
Krankenhaus. Hier wurden die Leute geguckt, ob sie irgendwelche Krankheiten haben, die sich leicht spreaden, gerade damals, 1890 bis 1920 und später war es natürlich so, dass es viele Krankheiten noch gab, die gespreadet hätten werden können und deswegen war das auch, um sicher zu gehen, dass Amerika nicht von irgendwelchen Pandemien eingeholt wird. Gerade die Bilder, die hier überall hängen, holen mich besonders ab und geben einen guten Eindruck, wie voll es hier zum Teil war und wie die Menschen sich gefühlt haben müssen. Überall auch so Banknoten aus der Zeit, dann sieht man so 100 Mark und 500.000 Reichsmark und so und natürlich viele andere Währungen. Die schiere Anzahl an Immigranten ist halt insane. Zwischen 1880 und 1924 waren es etwa 26 Millionen, die hier rund um Ellis Island bzw. ins Land reingekommen sind. 26 Millionen, das muss man sich mal vorstellen. Das Museum ist wirklich allumfassend. Also es umfasst nicht nur, hey, das sind die Immigranten, die hingekommen sind, hey, so war Ellis Island, auch wie das Leben der Immigranten war, wie sie sich angefühlt hat, wie sie sich integrieren mussten, was für wie es teilweise auch sehr hart war und was für Schwierigkeiten sie hier hatten, aber auch was es für das Land bedeutete, positiv sowie auch negativ. Das ist Annie Moore. Das ist die erste Person, die Ellis Island betreten hat und als Immigrantin sozusagen hier auf dieser Insel durchgebracht wurde. Sie war 15 Jahre alt damals, 1892 und kam aus Cork, Ireland. Gibt es hier diesen Research Center, wo ihr genau nachvollziehen könnt, wenn die Leute hier damals durchgegangen sind, ob sie hier durchgegangen sind, wo sie hingegangen sind. Super geil. Vor allem interessant, wenn ihr Verwandte habt, die hier durchgegangen sind. Wichtig aber, ihr müsst euch vorher anmelden. Fazit, Ellis Island ist ein Must-Visit. Ich glaube, das war eins meiner großen Highlights hier, mal so ein Museum hier zu sehen, for free. Jetzt geht's aber dann weiter zur Statue of Liberty. Was geht, Leute? Wir sind hier bei der Freiheitsstatue bzw. dem Park rund um die Freiheitsstatue. Denn da gibt es noch ein bisschen was zu sehen außerhalb der Freiheitsstatue. Die ist übrigens 92,5 Meter, glaube ich, hoch und war bis 1960 oder so die größte Statue der Welt. Mittlerweile gibt es einige größere, vor allen Dingen einige buddhistische, die deutlich größer gebaut wurden. Aber ja, die Statue ist cool. Man kann da theoretisch weiter hoch auf die Plattformen und Co. Das kostet aber mehr Geld, das haben wir nicht gemacht. Wir stellen uns einfach davor. Wetter ist auch nicht so geil, ne? Da hoch wollen wir jetzt auch nicht. Gucken jetzt uns aber erstmal hier ein bisschen um. Hier ist auch noch ein Museum. Nice. Etwas überraschend, ich dachte immer, auf der Insel ist nichts anderes. Aber hier ist ein kleiner Park und natürlich das Museum für die Statue. Und das schauen wir uns mal an. Hier im Museum sieht man mal die Größenverhältnisse. Zum Beispiel ist das Gesicht der Freiheitsstatue. Und das ist einfach riesig. Also größer als ich, allein das Gesicht schon. Und hier sieht man auch die Fackel, zumindest eine alte Fackel, die restauriert wurde. Das ist einfach echt gigantisch. Das Museum ist ganz cool, erzählt mehr über die Entstehungsgeschichte der Statue, aber auch die Faszination rund um die Statue. Immerhin wurde die Statue ja von den Franzosen Ende des 19. Jahrhunderts geschenkt, um die 100-jährige Unabhängigkeit USAs zu feiern. Ne? Deswegen Libertas, Freiheit und Co. Freiheit, Demokratie, blablablub. Ist immer noch ein großes Zeichen für viele, für die Freiheit. Auch wenn jetzt USA nicht so frei immer so ist, wie sie denken. Aber dennoch ist es ein wichtiges Zeichen für die Freiheit. Ja, jetzt schauen wir sie uns mal an. Kleiner Funfact übrigens, die ist ja grün. Ne? Die war ja eigentlich mal kupferfarben. Ist ja immer noch kupferfarben, aber jetzt eben kupferoxidiertes. Ne? Kupferoxidant. Toll. Deswegen grün. Früher konnte man übrigens nicht nur auf die Plattform da oben, sondern ganz hoch zur Fackel. Und wenn ich jetzt eben das Museum gesehen habe, war das ganz schön eng da oben. Ich glaube, da hätte ich mich richtig eingeschissen bei der Höhenangst. Aber von hinten sieht sie ja schon mal ganz cool aus. Jetzt schauen wir uns mal von vorne an, ob sie da mithalten kann. Ja, es regnet sehr, aber hier ist sie. Die Freiheitsstatue. Krass imposant. Sieht von der Höhe gar nicht so krass aus jetzt. Ne? Also wir sind ein bisschen weiter weg, ja, wenn wir hier drum rumgehen. Sieht gar nicht jetzt so riesig aus. Ist aber schon massiv. Ne? Also das ist schon atemberaubend. Hier war übrigens auch mal ein Fort früher. Ne? Also ein Fort wie auch auf Ellis Island in den Kriegen 1811, 1812. Und wurde dann umgebaut in diese Statue. Ist doch irgendwie schöner dann.
Wenn ihr die Statue nur von der Fähre aus sehen wollt, nutzt die Staten Island Ferry. Die ist kostenlos und führt nah genug dran her. Aber kommen wir mal zum Fazit. Hat sich gelohnt? Mit Ellis Island und der Dame in Grün? Für 25 $, war sehr geil. Seid früh da, genießt es. Wir genießen jetzt den Rest des Tages. Wir sind jetzt wieder im Battery Park. Da waren wir ja schon an Tag 1. Ich werde jetzt euch ein paar Food Options geben, die ihr vielleicht noch nicht hattet. Mal schauen. Vielleicht auch ein bisschen Fast Food, also ein paar Franchises, die wir noch uns fehlen. Und deswegen springen wir direkt rein. Wir starten unsere Tour mit Chipotle, mexikanisches Fast Food. 12,95 hat dieser riesige Burrito gekostet, der einfach fast nicht essbar ist, weil der so voll gemacht wurde. Ist ein bisschen wie Subway hier, man kann sich aussuchen, welches Fleisch, ob man Burrito oder sowas möchte. Und dann die ganzen Gemüsearten dazu packen. Und die machen den richtig voll. Deswegen ist 12,95 zwar teuer, aber man kriegt auch sehr viel Geld dafür, sehr viel für sein Geld. Und schmeckt sehr gut. Also es ist ein richtig guter, solider Burrito. Fazit also, hat sich mega gelohnt, aber auch sehr gefüllt. Aber immerhin ist es nicht so ungesund wie die meisten anderen Ketten, so wie die nächste, die jetzt kommt. Nächste Fastfood-Kette abgehakt, bei Wendy's. Da hatte ich einen Frosties, dafür sind die bekannt. Das ist so eine Art Milchshake-Eis, also ein Flurry-Milchshake-Gefühl. Man kriegt auch keinen Strohhalm, sondern nur einen Löffel dazu. Schmeckt ganz gut. Die Amis machen es oft, dass sie dippen mit der Pommes. Mache ich nicht. Die anderen beiden hatten einen Pretzel Baconator. Baconator ist so der bekannteste Burger von denen hier. Aber wie auch meine Erfahrung vorher schon war, das Burgerfleisch schmeckt nicht wirklich nach was, sondern eher auch schlecht. Wendy's ist definitiv nicht die Fastfood-Kette, die ich weiterempfehle. Mal gucken, was wir als nächstes finden. Vielleicht gehen wir auch erstmal ein bisschen spazieren. Denn bei den Burgern ist Verdauung wichtig, super fettig. Und deswegen habe ich hier noch ein Highlight versteckt, das wir an Tag 1 und 2 ausgelassen haben. Bewusst. So, nach Wendy's geht es noch ein bisschen spazieren, ein bisschen verdauen. Und ich zeige euch 3 Sachen, die ich euch vorher vergessen habe zu zeigen, also im ersten Video, als wir hier waren. Einmal die City Hall, dann der Gerichtshof. Und hinter mir sieht man auch das Woolworth-Gebäude, das seit 1913 hier steht und eins der bekanntesten ersten richtigen großen Hochhäuser New Yorks war. Gerade die City Hall und die Gebäude drumherum haben es mir angetan, denn sie zeigen deutlich die Gründungsgeschichte der USA. Alles super geschichtsträchtig hier. So stelle ich mir Philly übrigens vor. Video gestern habt ihr ja schon die Manhattan Bridge, zumindest von unten gesehen. Und ein weiteres Highlight der Brücken hier ist natürlich die Brooklyn Bridge. Und die gehen wir jetzt mal entlang. Das Coole ist ja, die ist direkt neben der City Hall. Perfekt abgestimmt für unseren Verdauungsspaziergang. Der bekannte Teil der Brooklyn Bridge ist der Teil, wo das Hängeding anfängt. Und man kann hier richtig gut Bilder machen. Deswegen schaut mal meinen Instagram-Account an, da habe ich ein paar Bilder hochgeladen. Ist richtig geil hier. Wir haben auch Glück mit dem Wetter heute und können das ein bisschen genießen. Natürlich sind hier wieder viele Menschen, wo nicht in New York. Die Sicht auf den Hudson, Brooklyn, aber auch Manhattan verdirbt das aber nicht. Schön, oder? Ach ja, fast vergessen. In den letzten Videos habe ich ja schon 2 Fastfood-Restaurants angeteased. Hier liegt das richtige Rating. Wir sind bei Shake Shack. Für mich der beste Smashburger von den Fastfood-Ketten. In-N-Out ist der beste Burger. Die gibt es in New York aber nicht. Deswegen bei Shake Shack, die haben auch einen Martinsbun. Schmeckt super geil. Hammer Shake. Aus meinen USA-Videos wisst ihr schon, das sind meine Lieblingsfastfood. Und auch heute schmeckt wieder richtig geil. Richtig leckeres Hähnchen. Richtig schön kross. Richtig schön saftig. Dazu habe ich mir eine Limbo geholt, die ein bisschen zu süß ist. Aber das Fleisch ist so gut. Hammer. Kleiner Tipp. Hinter der Public Library ist noch so ein Markt, zumindest an Sonntagen, wo sehr viele Leute handgemachte Souvenirs verkaufen. Vielleicht findet ihr was für euch und der Park generell ist auch ganz schön. Gehen wir ein bisschen durch Midtown Manhattan gelaufen sind, haben wir noch ein bisschen gechillt, schönes Wetter heute. Und jetzt werden wir zu Arby's. Aber danach fehlt noch eins, Chick-fil-A, das schneide ich erstmal dazwischen, weil das machen wir morgen, denn sonntags haben die nicht auf. Chick-fil-A, richtig geile Panade, Hähnchen ist nicht zu fettig, definitiv klare Konkurrenz zu Popeyes, für mich die beiden besten, nicht nur weil sie Chicken sind, sondern weil sie am saftigsten schmecken, am besten gewürzt sind und nicht komplett übertreiben. Ich gebe wieder zurück an Mike, der jetzt zu Arby's geht. Willkommen zurück.
Chick-fil-A war, glaube ich, ganz geil, oder, Mike? Ja, auf jeden Fall gehen wir jetzt zu Arby's, unserem letzten Fastfood. So, unser letzter Spot ist Arby's. Die haben so Roast Beef Sandwiches und so. Ich bin gespannt. Letztes Mal fand ich es nicht so geil. Mal gucken, ob es diesmal besser schmeckt. Leider ist hier mein Audio abgekackt, aber ich kann euch sagen, und ihr seht es ja auch an meinem Gesichtsausdruck, oder? Es war echt nicht geil. So, meine Freunde, zum Abschluss habe ich ja gesagt, ne, nach Arby's war echt nicht geil. Werden wir jetzt nochmal zum Abschluss einmal 7th Street Burger essen. Die hatten wir am ersten Abend. Das war ein richtig geiler Smashburger, der richtig reingehauen hat. Und das wiederholen wir jetzt, das Gefühl, holen uns den und genießen unseren letzten Abend zusammen. Am Ende ist es so, dieser Burger ist der beste Burger New Yorks. Dieser Mix aus kein Patty, kein Bun und diesen Zwiebeln dazu. Ich würde sagen, guter Abschluss, aber eine Kleinigkeit habe ich noch für euch. Weil wir können New York ja nicht verlassen ohne ein Stück Pizza, oder? Und da springen wir jetzt hin. Ich bin gerade bei Carnage Pizza. Hier am Times Square gibt es ja auch einige gute Pizzerien, zum Beispiel Joey's. Da ist die Schlange aber übelst lang. Es gibt noch 99-Cent Pizza. Auch da ist die Schlange übelst lang. Carnage hat eine 4,7 Rating auf 2000 Bewertungen. Und machen eine gute, traditionelle New York-Style Pizza. Ja, und das war's von New York. Wir sind jetzt 5 Tage da gewesen. Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Morgen fliegen wir zurück. War richtig geil. Wir haben sehr, sehr viel gegessen. Ich hoffe, dass ihr aus diesen ganzen Videos eine gute Grundlage habt, um euren eigenen New York-Trip zu planen. Ich habe da mal rein, was ich vielleicht verpasst habe, was ich in meinem nächsten New York-Trip mitnehmen muss. War auf jeden Fall cool. Haut da rein und ich freue mich schon auf Salat zu Hause. Tschüssi. Das waren 5 Tage New York. Rein in und die ich Stadt. bin ehrlich, es ist wahrscheinlich die einzige Stadt der Welt, für die ich so viele Urlaubstage opfern würde. Normalerweise brauche ich Natur, aber New York hat so viele Facetten, das war sicher nicht mein letztes Mal hier. Ab in die letzten Highlights. Haut rein.